Learn German games. Let's see if this fisherwoman can teach us how to untie complicated knots. Hey, Carol. Oh, das ist aber nett. Oh, das ist aber nett. Oh, that's nice. Nett is nice. And aber here doesn't necessarily mean but. It's just a way to emphasize. It's like saying, that's rather nice. Nett. Nice, correct. Hello and welcome to LearnGermanGames.com, the only place where you learn German with games live. So if you're not watching this live, make sure to subscribe and click that bell button to get notified the next time we go live. This way you'll be able to chat live with us, ask your questions, and react to the crazy game we're playing. Now, while we are playing, you'll see subtitles in both German and English. And these subtitles are smart. They have colors that will help you learn German grammar. You have colors for the grammatical gender of nouns. Masculine is in blue, feminine is in red, and neuter is in orange, as well as colors for the grammatical cases. Accusative is in purple, dative is in green, and genitive is in brown. Now, if you don't know what those are, ask me in the comments. Also, to help you remember all the words we're gonna learn, we're also going to do simple exercises at the very end, so make sure to stick to the very end to benefit the most. Knowing that, let's start. Last time we were trying to get this big guy down from the clouds, and to do that we need to untie some complicated knot. This fisherwoman is supposed to help us. Let's talk to her and see. Hey, Carol. Oh, das ist aber nett. Du scheinst flinke Finger zu haben. Kennst du dich mit Knoten aus? Klar. Zu- oder aufknüpfen? Auf. Verstehe. Und wie sieht er aus? Wie ein Gesicht, das eigentlich der Euter einer Kuh ist. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nun, am besten zeichne ich dir schnell ein Diagramm. Oh, verflixt. Was? Nun, irgendwie finde ich nichts zum Zeichnen. Tut mir leid. Offenbar kann ich dir wohl doch nicht helfen. Warte, ich bin sofort mit etwas zu schreiben zurück. Hey Carol. Hey Carol. Oh, das ist aber nett. Oh, that's nice. Be careful with aber here. It doesn't necessarily mean but. It just means that's rather nice. Yeah, it's a way to emphasize. Du scheinst flinke Finger zu haben. Kennst du dich mit Knoten aus? You seem to have nimble fingers. Do you know anything about knots? Or do you know your way around knots? Flink means nimble. We have an E at the end of flink here, flinker, because Finger is in plural. This is one of those words in German that doesn't change in plural, so you have to look at whatever comes before it to know if they mean one finger or more than one finger. Knoten is the plural of Knoten. Another one of those words that looks the same in German, whether it's singular or neuter. Der Knoten. But here, because we don't have anything before it, you can assume that it's plural. Yeah. And to know your way about something, we have seen this verb quite a few times. It's a reflexive verb. Sich auskennen is to know one's way around something. You can see kennst, aus, and dich is the reflexive part. Klar, zu oder aufknüpfen. Sure. Tying or untying. Remember in German, when something is zu, it means it's closed. When something is auf, it means it's open. So whenever you use those as a prefix to verbs, at least for some of the verbs, this is what they mean. So this is why she meant tying or untying. So zuknöpfen is to tie, and aufknöpfen is to untie or undo. So let me add those as separate verbs.
Aufknüpfen is one verb, and the other one is zuknüpfen. Zuknüpfen is to tie. You can know the difference with the prefix. Yeah, zu and auf. Auf. So this is, without context, you would not understand that. Yeah. But in this case, it actually means untie. Yeah, he's just using a short version of the verb aufknüpfen, because that's what she asked. Verstehe. Und wie sieht aus? I see. And what does it look like? You can see here she's referring to the knot as masculine because der Knoten is masculine. So this is one of the usages of having gendered nouns in a gendered noun language. I know it sounds frustrating and feels frustrating to learn them, but they do have a function. They make speech like that less ambiguous. Yeah, because she refers to a masculine noun. It's easier to refer to more than one thing and not confuse what she's referring to. Wie ein Gesicht, das eigentlich der Euter einer Kuh ist. Like a face that is actually the udder of a cow. Das Gesicht is face, it's neuter because it starts with GE and no other rule applies. Die Kuh is a cow, feminine. Der Euter is an udder, and if you don't know what an udder is, like me, I'm going to read you the definition. An udder is the mammary gland of a female cattle, sheep, goats, horses, and related animals, having two or more teats and hanging between the hind legs of the animal. You probably still don't know what an udder is, but that's okay, it doesn't matter. It's something that is not relevant to your life or mine. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. I think I know what you mean. Nun, am besten zeichne ich dir schnell ein Diagramm. Well, the best thing I can do is draw you a quick diagram. So nun literally means now, but whenever it starts with a sentence, especially if there's a comma after it, it's just a way to get somebody's attention. Yeah, it's like, well, am besten zeichne ich. Zeichnen is to draw. And we have the dative after ich, dir, because she's drawing to him or for him. Whenever you have this indirect thing, the indirect object, you use the dative. Oh, verflixt. Oh, darn. Another harmless curse here. Verflixt. Darn. Was? What? Nun, irgendwie finde ich nichts zum Zeichnen. Well, somehow I can't find anything to draw. Zeichnen here is the same verb we just saw, but it is used as a noun. So she is talking about the act of drawing. And whenever you change a verb to a noun like that, it becomes neuter. This is why you see it in orange, and this is why we use zum, because zum is short for zudem. Tut mir leid. Offenbar kann ich dir wohl doch nicht helfen. I'm sorry. Apparently, I can't help you after all. Remember that the verb helfen takes the dative. Yeah, this is why she says dir. Offenbar, apparently. Warte, ich bin sofort mit etwas zu schreiben zurück. Wait, I'll be right back with something to write. So writing, I hope you all know it, but I will add it in case you don't. Schreiben is to write. And sofort is right away. So we need to get her a pencil to be able to draw, for her to be able to draw us some kind of a way to untie those complicated knots. Your turn to read now. If you're watching this video, mute it and try to read on your own to help you remember at least some of those words and sentences.
Or you can listen to some of my patrons reading and listen to my corrections in case they make any kind of pronunciation mistakes. Susan, bitteschön. Hey, Carol. Oh, das ist aber nett. Du scheinst flinke Finger zu haben. Kennst du dich mit Knoten aus? Klar, zu oder aufknüpfen. Yeah, be careful with the Z sound. It's zu like cats. So don't make any Zu. kind of vibration. Genau, zu. So this is the difference between Z and S. Yeah. Auf. Verstehe. Und wie sieht er aus? Wie ein Gesicht, das eigentlich der Euter einer Kuh ist. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nun, am besten zeichne ich dir schnell ein Diagramm. 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 Genau. Oh, verflixt. Was? Nun, irgendwie finde ich nichts zum Zeichnen. Tut mir leid. Offenbar kann ich dir wohl doch nicht helfen. So there's no umlaut here. It's offenbar. Offenbar. Warte, ich bin sofort mit etwas zu schreiben zurück. Genau. Vielen Dank, Susan. Wir müssen einen Stift finden. Wir müssen einen Bleistift finden. Ein Stift würde auch funktionieren. Vielleicht hat er einen Stift? Darf ich mir deinen Raumbleistift ausleihen? Oh, das ist zwar nur ein normaler Bleistift, aber meinetwegen. Gut, bis später. Okay. Darf ich mir deinen Raumbleistift ausleihen? May I borrow your space pencil? He just gave it a special name, like as a pencil from outer space. Yeah. And ausleihen means to borrow. In this case, it could actually mean both to borrow or to lend, depending on how you use it. But you can see here, because he's using the dative, and the dative means like to him. So can I to me? You can already know from the direction that he's the one that is going to receive the pen. Ja? Oh, das ist zwar nur ein normaler Bleistift, aber meinetwegen. Oh, it's just a regular pen. It's just a regular pen. But whatever, feel free, be my guest. Der Bleistift, if you want to be more precise, is pencil. Meinetwegen can literally mean because of me, but in this context, and it's often used this way, it means I don't mind. Yeah, sure, whatever. Meinetwegen, as in as far as I'm concerned, this doesn't bother me, whatever you do. Gut, bis später. Good, see you later. Your turn to read, Harry. Darf ich mir deinen Raumbleistift ausleihen? Ausleihen. Ausleihen. Oh, das ist zwar nur ein normaler Bleistift, aber meinetwegen. So be careful, whenever the S comes before a T, it becomes sh, so Bleistift. And by the way, here we have an ER before Bleistift, because the verb to be, sein, takes the nominative on both sides. Yeah, so you have ein, and ein can be used both for masculine and neuter. So you have to use the adjective ending to distinguish between masculine and neuter. This is why it takes an ER. Gut, bis später. Okay.
Vielen Dank, Harry. Okay. Wir kehren zurück und reden mit Carol. Wir kehren zurück und reden mit Carol. Hey, Carol. Oh, das ist aber nett. Hm. Ach, warte mal. Na dann viel Glück und Petri Heil, Carol. Ciao. Wir müssen ihn den, wir müssen ihr den Bleistift geben. Ich habe einen Bleistift gefunden. Oh, fein. Her damit, Schätzchen. Was wollte ich gleich noch für dich zeichnen? Ach, genau. Ein Knotendiagramm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hier ist das Diagramm. Befolge genau die Anweisungen oder du hast am Ende einen komplett anderen Knoten. Danke. Hey, Carol. We already did those. Let's skip them. That was irrelevant. Okay. Actually, let's do it. Na dann, viel Glück und Petri Heil, Carol. Well then, good luck and good fishing, Carol. We took this a few weeks ago. It's just a way to say good luck to somebody who is fishing. Ciao, bye. Ich habe einen Bleistift gefunden. I found a pencil. We have the accusative, yeah, because it's the direct object. Oh, fine. Her damit, Schätzchen. Oh, fine. Give me that, sweetie. Her damit as in here with it. Literally, here in this case means here as in towards me. Das Schätzchen is sweetie or little treasure, darling. Was wollte ich gleich noch für dich zeichnen? Ach genau, ein Knotendiagramm. What did I want to draw for you? All right, a knot diagram. Gleich here means as in just now, yeah? What did I just want to draw for you? A knot diagram. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. I think I know what you mean. Hier ist das Diagramm. Hier ist das Diagramm. Befolge genau die Anweisungen oder du hast am Ende einen komplett anderen Knoten. Here is the diagram. Follow exactly the instructions or you will end up with a completely different knot. Not in this case, not node. Befolgen is to follow, as in follow instructions. Die Anweisung is an instruction. Danke, thank you. Your turn to read, Susan. Oh, das ist aber nett. Oh. Na dann, viel Glück und Petri Heil, Carol. Be careful with the A, you have to make an open A, dann. Dann. Ciao. Ich habe einen Bleistift gefunden. Oh, fein. Her damit, Schätzchen. Was wollte ich gleich noch für dich zeichnen? Ach, genau, ein Knotendiagramm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hier ist das Diagramm. Befolge genau die Anweisungen oder du hast am Ende einen komplett anderen Knoten. Danke. Danke, Susan. Wir schauen uns das Diagramm an. Dieses Diagramm ist nur für eins gut, fürs Aufknüpfen von Knoten. Das ist aber schwierig. Hey, Carol. Oh, das ist aber nett.
Hey, kann ich noch ein Knotendiagramm haben? Ich weiß, dass ich gerade eins von dir bekommen und es noch nicht ausprobiert habe, aber ich will ein anderes haben. Wofür? Nur so. Vielleicht sollte ich aber zuerst das da ausprobieren. Ciao. Ach so. She doesn't give us another one unless we try this one. This is gonna take a while. Hey, Carol. Hey, kann ich noch ein Knotendiagramm haben? Hey, can I have another knot diagram? Ich weiß, dass ich gerade eins von dir bekommen und es noch nicht ausprobiert habe, aber ich will ein anderes haben. I know I just got one from you and haven't tried it yet, but I want another one. Bekommen ist to get or to receive. Ausprobieren ist to try out. Wofür? What for? Or for what? Nur so. Vielleicht sollte ich aber zuerst das da ausprobieren. No reason. Just like that. But maybe I should try that once first. Das da, that there. Ciao. Bye. Harry, bitteschön. Hey, kann ich noch ein Knotendiagramm haben? Ist eine Umlaut hier? So als Knoten, ja. Ich weiß, dass ich gerade eins von dir bekommen und es noch nicht ausprobiert habe, aber ich will ein anderes haben. Wofür? Nur so. Vielleicht sollte ich aber zuerst das da ausprobieren. Ciao. Vielen Dank, Harry. Ja. Wir probieren das also aus. Das Menschen, oh Mann, das ist ja wohl nicht unglaublich. Ich fasse es nicht. Wir müssen die Leiter zuerst hochklettern. Wir müssen die Leiter zuerst hochklettern. Psst, verwahr. Hallo? Versuchen wir es noch einmal mit diesem Knoten, okay? In Ordnung. Okay. That's pretty difficult. Steuer das Boot unter das Brücke hindurch. So steer the boat under the bridge. Drück das Wasser aus dem Becher. Squeeze the water out of the glass. Reiß der Fliege die Flügel aus. Steer out the wings of the fly. Wow, so poetic. I still have no idea what these drawings are. If anybody knows in chat which is which, let me know, because I have no idea. The first one, I guess, is Wasser, ja. Drück das Wasser aus dem Becher.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Oh je, jetzt ist es noch schlimmer. Ah, wie sieht es denn jetzt aus? Nun, wie ein neuer, unlösbarer Knoten. Warte, ich hole ein neues Diagramm und bin gleich wieder da. Ja. Wie sieht er diesmal aus? Oh, good, they brought us here directly. I'm gonna tell her how it looks exactly, because we're supposed to tell her exactly how it looks for her to give us the correct diagram. Wie 9 Marienkäfer Informationsflug vom Rotgießteil sind. This sounds so weird. So, Marienkäfer is ladybugs. An formation flight, I guess, that's the one. Wie ein Gesicht, das eigentlich der Euter einer Kuh ist. Like a face that actually is the udder of a cow. Wie eine mathematische Formel. Like a mathematical formula. Ein wenig wie du, seltsamerweise. A bit like you, weirdly enough. Alright, we'll see after we translate. Hallo? Hallo? Versuchen wir es noch einmal mit diesem Knoten, okay? Let's try this knot again, shall we? So we have two verbs here, to try, versuchen, to try, ausprobieren, to try out. Ausprobieren sounds a little bit looser, a little bit friendlier. In Ordnung. Alright. Drückt das Wasser aus dem Becher. Squeeze the water out of the cup. Der Becher is a cup. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. I think I understand what you mean. Oh je, jetzt ist es noch schlimmer. Oh dear, now it's even worse. Ah, wie sieht es denn jetzt aus? Ah, how does it look now? Nun, wie ein neuer, unlösbarer Knoten. Like a new, untieable knot. Or undoable. Unlösbar. Undoable. Warte, ich hole ein neues Diagramm und bin gleich wieder da. Wait, I'll get a new chart or diagram and I'll be right back. Jo. Which means, yes, that's very colloquial, yeah. Wie sieht diesmal aus? How does it look like this time? Again, she's referring to the knot as a masculine noun with er. Your turn to read, Susan. Psst, Vater. Hallo. Versuchen wir es noch einmal mit diesem Knoten, okay? In Ordnung. Druck das Wasser aus dem Becher. Yeah, make sure to move your tongue forward to say drück. Druck. Yeah, your tongue has to stick out a little bit until it touches your teeth to say drück. Okay. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Oh je, jetzt ist es noch schlimmer. Ah, wie sieht es denn jetzt aus? Nun, How does this look like? Just because before you continue, it looks like a person, right? That's like a head, and these are hands, ja. right? It looks like her, doesn't it? It looks like her, like Yes. Carol, right? Ja, der Yeah, that's what she- sieht that's what she wie said. Karel Yeah, aus. Ja. genau. Wie ein neuer, unlösbarer Knoten. So there's an umlaut here.
Unlösbare. Unlösbare. Warte, ich hole ein neues Diagramm und bin gleich wieder da. Jo. Wie sieht er diesmal aus? Thank you, Susan, for all the nice voices. Vielen Dank. Ein wenig wie du, seltsamerweise. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hier ist das Diagramm. Befolge genau die Anweisungen oder du hast am Ende einen komplett anderen Knoten. Danke. Psst, Verwahr. Hallo? Versuchen wir es noch einmal mit diesem Knoten, okay? In Ordnung. Halte die kämpfenden Schlangen auseinander. Do these look like snakes to you? I don't know. Vielleicht. No, these are the snakes that you're trying to hold apart from each other. This is the snake one. Zieh am Finger. Zieh am Ringelschwätzchen. Zieh am Ringelschwätzchen. Zieh am Ringelschwänzchen. I don't know. This one looks like a boat. There's no boat here though. I'm gonna try with this one. Zieh am Ringelschwänzchen. Ich versuch's. Es ist immer noch verknotet, aber weniger verknotet als vorher. That was correct. Halte die kämpfenden Schlangen auseinander. Was? Na gut. Da hat sich was gelöst. Irgendwo. Steuere das Boot unter der Brücke hindurch. Kapiert. Ich glaube, das könnte was werden. Ich hab's geschafft. Hey, nimm deine Griffel da weg. Was zum Teufel? Schau nicht hin. Feather, hol mir ein Handtuch. Bruder Lightbeard, was ist dieses ganze Zeug? Ich weiß, es sieht aus wie ein großer Haufen Müll. Aber du musst verstehen. Vielleicht brauche ich irgendwann noch etwas davon. Aber alles, was du gesagt hast, über die Leichtigkeit, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Du holst die Schnur und ich die Rute, Süßes. Du holst die Schnur. Oh, das ist schlecht. Hey, ist das da ein hochleistungsfähiger Antischwerkraftschubamtrieb? Keine Ahnung, aber du kannst das gerne nehmen. Was? Nein, das gehört mir. Meine Leichtigkeit. Um genau zu sein, möchtest du es irgendwohin geliefert bekommen? Ja, das Ding stammt aus meinem Schiff. Das muss jemand geklaut haben, als ich geschlafen habe. Und du willst wirklich mit uns den Pestdamm überqueren, Feather? Nein, ich muss mich um Harmony kümmern. Lebt wohl, Jungs aus dem All. Das war jetzt aber seltsam. Ja. Ich meine, es ist ja nett, jung auszusehen, aber ich bin doch offensichtlich ein erwachsener Mann, oder? Ein wenig wie du, seltsamerweise. A little like you, oddly enough. So this is when we were telling her how the knot looked like. Seltsamerweise is strangely enough. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. I think I know what you mean. Hier ist das Diagramm. Befolge genau die Anweisungen oder du hast am Ende einen komplett anderen Knoten.
Here is the diagram. Follow exactly the instructions or you will end up with a completely different node. Or not, actually. Weint, cries. Psst, Pfeffer! Shh, Pfeffer! Hallo? Hallo? Versuchen wir es noch einmal mit diesem Knoten, okay? Let's try this knot again, shall we? In Ordnung. Alright. Zieh am Ringelschwänzchen. Zieh am Ringelschwänzchen. Pull the curly tail. Yeah, this looked weird in the picture and it looks weird when you translate it. So just forget this one. Ich versuch's. I'm trying, but in this context, it's I will try. In spoken German, it is often the case where the future tense is not used, especially if you're talking about close future, something that's going to happen. So generally, they don't say I'll try. Yeah, they just say I try, and the future is implied in spoken German, not written. Es ist immer noch verknotet, aber weniger verknotet als vorher. It's still knotted, but less knotted than before. So, verknoten is to tie up. Was? Na gut. What? All right. Oh, he says this first. Halte die kämpfenden Schlangen auseinander. Keep the fighting snakes apart. Kämpfenden from the verb kämpfen, to fight. Die Schlange is a snake. And auseinanderhalten is to keep apart. This is a separable verb here. Auseinanderhalten. Was? Na gut. What? Alright. Da hat sich was gelöst irgendwo. Something has come loose somewhere. We have the reflexive verb here, sich lösen. To come off or to get loose. Sich lösen in this context is to come undone. Steuere das Boot unter der Brücke hindurch. Steer the boat under the bridge. Die Brücke is a bridge. Kopiert. Got it. Ich glaube, das könnte was werden. I think this could be something. Was here stands for etwas. It's very common in spoken German to replace etwas by was. So this could become, werden, something. Was. Ich hab's geschafft. I did it. Hey, nimm deine Griffel da weg. Hey, get your pencil. But in this case, Griffel generally means a pencil. But in this context, it's slang for finger. Yeah, I'm gonna keep it as stale pencil because this is the actual meaning of der Griffel. But here he actually means get your finger off of this. Yeah, you have the separable verb wegnehmen to take away or move away. But in this context, this is a common expression. Nimm die Finger da weg means get your fingers off, as in gets your hands off. Germans are more exact. They talk about fingers instead of hands. Was zum Teufel? What the hell? But literally, it's what's the devil? Was zum Teufel? Schau nicht hin. Don't look. Here, schauen has more of a direction. Hinschauen, as in look there if you want, or look here. Vater, hol mir ein Handtuch. Vater,
Get me a towel. Das Handtuch, towel. Hol is the verb holen, to fetch. And he's fetching to him. This is why we use the dative mir. Bruder Lightbeard, was ist dieses ganze Zeug? Brother Lightbeard, what is all this stuff? Remember that this whole philosophy of Brother Lightbeard is that everybody has to keep a load off of them and use a light philosophy, and he's doing the opposite. Ich weiß, es sieht aus wie ein großer Haufen Müll. I know, it looks like a great big pile of garbage. Der Haufen is a pile, der Müll, garbage. Aber du musst verstehen. But you have to understand. Vielleicht brauche ich irgendwann noch etwas davon. I may need some more of this at some point. Yeah, I can relate. It's hard for me to let go of stuff as well. Aber alles, was du gesagt hast, über die Leichtigkeit. But everything you said about lightness. Die Leichtigkeit. Feminine because it ends with kite. Lightness. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. I don't know anymore what to believe. Who was talking here? Right. Du sollst die Schnur und ich die Ruhe, Süßes. Du holst die Schnur und ich die Rute, Süßes. You get the line and I'll get the rod, sweetie. Die Schnur is the line, like a line of a fishing rod, yeah? Not the line on paper. Let's call it piece of string to make it, or actually, fishing line, there you go. Die Rute is a rod. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Oh, that's bad. Hey, ist das da ein hochleistungsfähiger Antischwerkraft-Schubantrieb? Is that a high-performance anti-gravity thruster there? Ignore the technical terms. Yeah, we took some of them before, but this is just something they invented in the game. Just like remember when we took from last time, the Antischwerkraft, if you ever read a sci-fi book or watch a sci-fi movie, might be useful. Keine Ahnung, aber du kannst es gerne nehmen. I don't know, no idea, but feel free to take it. Was? Nein, das gehört mir. Meine Leichtigkeit. No, what? No, this is mine. Or literally, this belongs to me. My lightness. The verb gehören, to belong, just like in English you say this belongs to me. In German, you use the equivalent of to something, which is the dative. Gehören is to belong. Genau zu sein, möchtest du es irgendwohin geliefert bekommen? To be precise, do you want it delivered somewhere? Ja, das Ding stammt, so we're back in the spaceship here. Ja, das Ding stammt aus meinem Schiff. Das muss jemand geklaut haben, als ich geschlafen habe. Yes, this thing came from my ship. Someone must have stolen it while I was asleep. I'm starting to have a German accent in English. Stammen is to originate from. Und du willst wirklich mit uns den Pestdamm überqueren, Vetter? And you really want to cross the plague dam with us, Vetter? Überqueren is to cross, like cross a street. You can say, wir müssen die Straße überqueren. We have to cross the street. Nein, ich muss mich Harmony kümmern. No, I have to take care of Harmony. Sich etwas kümmern is to take care of something or someone. Lebt wohl, Jungs aus dem All. Farewell,
space boys, or literally boys from space. Das all as a false friend, it means space, as an outer space. That doesn't mean all, yeah. You can think of it as like all, everything in the world, which is the universe. And notice how lebt wohl ends with a T. Yeah, he's literally telling them to live well because it's more than one person. He said lebt wohl. If you're saying it to one person, you say leb wohl without a T. Das war jetzt aber seltsam. Now that was strange. Again, just like we saw in the beginning, aber here does not mean but. Yeah, it's just a way to emphasize. So that was rather strange now. Ja. Ich meine, es ist ja nett, jung auszusehen, aber ich bin doch offensichtlich ein erwachsener Mann, oder? I mean, it's nice to look young, but I'm obviously a grown man, right? Offensichtlich is obviously. Erwachsen is grown. Because he called them boys, yeah? Your turn to read, Harry. I'm going to give half to you, half to Susan, because there's 42 sentences, too many. So each takes 21. Harry, bitteschön. Ein wenig wie du, seltsamerweise. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hier ist das Diagramm. Befolge genau die Anweisungen oder du hast am Ende einen komplett anderen Knoten. Bis Vater. Hallo. Versuchen wir es noch einmal mit diesem Knoten, okay? In Ordnung. Zieh am Ringelschwänzchen. Ja. Ich versuch's. Es ist immer noch verknotet, aber weniger verknotet als vorher. Es halte die kämpfenden Schlangen auseinander. Was? Na gut. Da hat sich wie gelöst irgendwo. Was? Was gelöst, ja. Steuere das Boot unter den Brücke in der Brücke. Kapiert. Ich glaube, das könnte was werden. Ich hab's geschafft. Hey, nimm deine Griffel da weg. Was zum Teufel? Schau nicht hin. Vater, hol mir ein Handtuch. Vielen Dank, Harry. Susan, bitteschön. Bruder Lightbeard, was ist dieses ganze Zeug? Ich weiß, es sieht aus wie ein großer Haufen Müll. Aber du musst verstehen, vielleicht brauche ich irgendwann noch etwas davon. Aber alles, was du gesagt hast über die Leichtigkeit, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Du hast die Schnur und ich die Rute, Süßes. Du hast die Schnur und ich die Rute, Baby. Oh, das ist schlecht. Ist das da ein hochleistungsfähiger Anti-Schwerkraft Schubantrieb? Ja, Anti, not Anti, Anti-Schwerkraft. Anti. Keine Ahnung, aber du kannst es gerne nehmen. Was? Nein, das gehört mir. Meine Leichtigkeit. Genau so sein. Würdest du es irgendwohin geliefert bekommen?
Ja, das Ding stammt aus meinem Schiff. Das muss jemand geklaut haben, als ich geschlafen habe. Und du wirst wirklich mit uns dann den Pestdamm überqueren, Vater? Nein, ich muss mich um Harmony kümmern. Lebt wohl, Jungs, aus dem All. Das war jetzt aber seltsam. Ja. Ich meine, es ist ja nett, jung auszusehen, aber ich bin doch offensichtlich ein erwachsener Mann, oder? Offensichtlich. Genau. Vielen Dank, Susan. So we have to try this new machine, floating anti-gravity machine, but it's gonna have to wait for next time. For this time, we're gonna practice the words we have seen today. If you are new to Learn German games, it's easy to participate. Just send me the numbers on the left corresponding to the one on the right in the live chat, and I'll click them for you. Don't be afraid of making mistakes. The only mistake you can do is not participating. Susan in chat says 6:15, also der Knoten, the knot. Kimberly sagt 9:12. Zeichnen, to draw. Susan sagt 8:11. Aufknüpfen. Untie. Harry und Susan sagen 1:16. Offenbar. Apparently. Susan sagt 33. Kimberly sagt 10:17. Und Harry, das sagt das auch. Der Euter, the other. Susan sagt 3:18. Die Kuh, the cow. Harry sagt 4:19. Das Gesicht, the face. Susan sagt 5:13. Flink. Nimble. Harry und Susan sagen 7:14. Sich auskennen, to know one's way around. Und verflixt, darn. Same exercise now with short sentences. We saw some of them today. And some of them are just the easy sentences for you to use every day. Like, zieh am Ringelschwänzchen. Yeah, this one just happened to be in the game. Susan sagt 6:13. Ich versuch's. I'm trying or I'll try. Susan sagt 4:19. Ich habe einen Bleistift gefunden. I found a pencil. Und Billy sagt 8:20. Schau nicht hin. Don't look. Harry sagt 5:15. Ich hab's geschafft. I did it. Susan sagt 7:16. Oh, das ist aber nett. Oh, that's nice. Susan sagt 2:11. Das war jetzt aber seltsam. Now that was strange. Harry sagt 1:18. Oh, das ist schlecht. Oh, that's bad. Susan sagt 10:17. Wie sieht er diesmal aus? What does it look like this time? Susan sagt 9:12. Zieh am Ringelschwänzchen. Pull the curly tail. Ich glaube, das könnte was werden. I think this could become something. Fill in the blanks. These are sentences we saw in the game. Hopefully you remember from context what verb we're supposed to use. Etwas wäre es noch einmal mit diesem Knoten. Okay. Versuchen. Sehr gut, Harry. Let's try this not again, shall we? Du scheinst etwas Finger zu haben. Kennst du dich mit Knoten aus?
You might need to add a few letters to the word that you pick. Sehr gut, Susan. Flinke. Du scheinst flinke Finger zu haben. You seem to have nimble fingers. Ich weiß, dass ich gerade eins von dir etwas und es noch nicht ausprobiert habe, aber ich will ein anderes haben. He was talking, Holden? No. He was talking to the fisherwoman here. Bekommen. Almost correct, Susan. You missed the end. Because ich habe bekommen. Bekommen is in the infinitive. It's not the conjugated verb. Because of das, the conjugated verb goes to the very end. Ein wenig wie du. This is when we were trying to describe one of the knots. Harry says unlösbar. Nein. How did the knot look like? Do you remember at the end? Seltsame Weise, sehr gut, Kimberly. Oddly enough or strangely enough. Wie ein Gesicht, das eigentlich der etwas einer Kuh ist. Euter, sehr gut, Harry und Susan. The other. That sounds like utter nonsense to me. Flashcards. How do you call this thing in German? Remember to give me the gender. I'm getting half an answer from one side, another half from the other. It's der Knoten. Und was ist das? Die Kuh, sehr gut. It's feminine. Dorn. How do you say Dorn in German? Verflixt. Sehr gut. How do you say to untie? Remember in the beginning I told you about prefixes? Hopefully you remember them. Let me show you a few letters that might be a bit challenging. Sehr gut, Susan. Aufknüpfen. Apparently. Offenbar, sehr gut, Susan. Und was macht diese Person hier? What's this person doing? Harry says malen. Malen is to paint. This is a drawing. Zeichnen, sehr gut, Susan. Maybe this is a painting. I saw it as a pencil at least. Nimble. How do you say nimble in German? Flink, ja, sehr gut. To know one's way around. We've seen this several times before. Sich auskennen, sehr gut, Susan. The other. The most important word of the day.
You're missing one letter. Harry, Susan, correct. Der Euter. Und was ist das? Specifically this part here. What is this here? Das Gesicht. Correct. Word order. These are also sentences we saw today, and you have to figure out how you build them. One of the challenges of German is knowing what word goes where. The best way to learn that is to learn a few rules, not all of them, because it's harder to build a sentence if you just rely on rules, and also have a feeling for it, which is what we do here. Du holst die Rute und ich die Schnur, Baby. Du holst die was? Die Rute? Rute. There's a comma No, after it though. There's a comma. Okay. Let me give you a tip. In German, you don't put a comma before and after und. Okay, die Schnur. Ja. Und ich die Rute, Baby. Genau. Could Schnur be shoelace? Is that the word for shoelace? Which one? Schnur. Shoelace is Schnürsenkel. So it's part of it. Okay. Yeah. All right. Hey, kann ich ein Notendiagramm noch haben? Kimberly sagt, kann ich noch ein Notendiagramm haben? haben. Richtig. Can I have another note diagram? Da hat sich was gelöst. Irgendwo. Ja. Hat sich was gelöst irgendwo? Something has come loose somewhere. Oh, das ist schlecht. Oh, that's bad. Oh, aber das ist nett. Das ist aber nett. Yes, because aber does not mean but here, yeah? That has no meaning. So always. And that was our game for today. Thanks for watching. Remember to like this video. And if you still have any questions, leave them in the comments below.